Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge. Heute haben wir mal einen echten Scarabäiden vor uns, also aus der Familie Scarabäidae. Bisher hatten wir ja größtenteils Arten aus der Überfamilie Scarabaeoidea. Diesmal eben einen aus der direkten Familie Scarabäidae, den echten Mistkäfern, wenn man so will. Ja, das hier ist ein Pärchen von Oxysternon conspicillatum. Diese Art ist ja relativ berühmt unter den tropischen Mistkäfern. Kein Wunder, bei so einer Färbung über die Kamera kommt das mal wieder bei weitem nicht an das, was man live sieht. Also das sind echte Farbbomben. Sieht schon fast unecht aus. Ja, also dieses Tiefgrün mit diesem merkwürdigen Glanz darüber. Das ist schon echt, das muss man wirklich live sehen, damit man es ordentlich sieht. Über die Kamera ist das nur schwierig, aber selbst hier seht ihr ja diese krass grüne Färbung. Das ist echt ein Kracher. Diese Art ist aber sehr variabel in der Färbung und auch in der Größe. Bis 26 mm groß werden kann diese Art. Hier haben wir jetzt ein Medium-Männchen. Ja, also sieht man jetzt hier am Horn. Bei einem Major-Männchen wäre das Horn nochmal deutlich länger und auch am Pronotum gäbe es ja extremere Merkmale. Ja? Da wären diese Hörner am Pronotum auch nochmal deutlich länger und gebogener und das Pronotum hier in der Mitte stärker eingedrückt. Es gibt hier also wie auch bei Lucaniden Minor-, Medium- und Major-Tiere. Bei Minor-Tieren ist es dann teilweise sehr, sehr schwierig, die Arten aus dieser Gattung auseinanderzuhalten. Am besten geht das hier über Major-Tiere, da hier eben die Merkmale am extremsten ausgeprägt sind und so sich die Unterschiede auch am ehesten erkennen lassen. Oxysternon conspicillatum ist im Normalfall grün oder meistens grün. Es gibt aber auch komplett tiefblaue Exemplare und alles mögliche an Farbformen dazwischen, auch etwas rötliche Exemplare. Da gibt es eine sehr, sehr breite Variation. Hier haben wir jetzt diese klassischen Grünen vor uns. Das Weibchen hier ist etwas größer als das Männchen. Also es kann schon mal passieren. Was gibt es da für Verwechslungsarten? Da gibt es, wie gesagt, wenn es Minortiere sind, extrem viele. Da wird es schon echt schwierig. Die beiden am nächsten verwandten und auch ähnlichsten vom Körperbau sind Oxysternon lautum und Oxysternon ebeninum. Es gibt einen ganz einfachen Trick, diese Arten jetzt voneinander zu unterscheiden. Und zwar hat Oxysternon conspicillatum als einzige Art, wenn man ihn dreht, auch an den Femora eine grüne Färbung. Bei den anderen ist das komplett schwarz. Also das ist so mit der beste Trick, um Conspicillatum von den anderen Arten zu unterscheiden. Bei den anderen Arten selbst wird es dann aber schwieriger, die voneinander zu unterscheiden, weil eben alle dort schwarz von der Unterseite sind. Ein weiteres Merkmal, was Oxysternon conspicillatum von Oxysternon lautum unterscheidet, das ist beim Männchen, vor allem eben beim Major-Männchen, aber auch bei kleineren Männchen kann man das sehen, dass Oxysternon lautum hier noch ein kleines Horn zur Spitze des Pronotums hätte. Das ist bei Oxysternon lautum relativ gut ausgeprägt, bei Minor-Exemplaren dann eben als kleiner Huppel zu sehen. Das ist bei Oxysternon conspicillatum so direkt nicht der Fall. Ja? Es gibt hier eine kleine Erhebung, aber längst nicht so, wie es bei Oxysternon lautum der Fall wäre. Zusätzlich, wenn man eine Lupe zur Hand hat, so kann man zum Beispiel kleine Oxysternon conspicillatum von den etwas entfernter verwandten Oxysternon festivum bzw. der Festivum-Gruppe unterscheiden. Nimmt man sich eine Lupe zur Hand, ich meine, das kann ich jetzt hier schlecht vorführen, das wird man nicht ganz so gut sehen. Aber guckt sich die Protibia der Männchen an und bei Oxysternon conspicillatum hat man in der Mitte der Protibia noch so einen kleinen Kiel, eine Carina, die bei Oxysternon festivum zum Beispiel fehlt. Von Oxysternon ebeninum unterscheidet sich die Art übrigens dadurch, dass Oxysternon ebeninum immer komplett schwarz ist, auch auf der Unterseite eben. Nicht diese gefärbten Femora, ebeninum ist immer komplett schwarz. Es kann allerdings auch durchaus möglich sein, dass es eventuell von Oxysternon conspicillatum auch komplett schwarze Exemplare gibt. Da muss man dann eben auf andere
Merkmale achten, aber die kann ich hier jetzt wirklich nicht alle erklären. Dafür braucht man wirklich Tiere vor sich zum direkten Vergleich und ja, das muss dann auch alles mit der Lupe gehen. Und das kann ich hier leider dann nicht demonstrieren. Ja, allgemein unterscheiden sich die Arten größtenteils in der Form des Pronotoms. Da gibt es sehr, sehr eindrucksvolle Major-Exemplare, die dann ja, fast wie ein Triceratops schon aussehen. Lohnt es sich auf jeden Fall mal nach Bildern zu suchen. Und ja, und diese Farben hauen einen auch echt einfach um. Ich kann die Unterschiede hier jetzt anhand dieses Männchens, da es eben nur ein Medium-Exemplar ist und auch weil das echt schwierig alles zu erklären ist, ich mir dann wahrscheinlich einen Wurm ablaber, verlinke ich euch in der Videobeschreibung mal eine PDF. Das ist eine Revision der Gattung Oxysternon und da werden auch alle Arten von dieser Gattung mit Bildern gezeigt und auch eben ja, einen Bestimmungsschlüssel gegeben für die verschiedenen Arten. Also falls euch das näher interessiert oder ihr Exemplare zu Hause habt, von denen ihr nicht genau wisst, welche Art von Oxysternon es ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall in dieses Paper reinzuschauen und ja, darüber seine Exemplare dann zu bestimmen. Ja, dann noch zur Ökologie dieser Art. Sie sind in einem weiten Bereich des Amazonasgebietes verbreitet, auch in einer sehr breiten Höhenlage, nämlich von 0 bis 3000 Metern über dem Meeresspiegel. Und hier dann in ja, entweder immergrünem Regenwald oder feuchtem, auch sommergrünen Wald, der dann eben das Laub abwirft irgendwann. Ja, beides wird eben hier bewohnt und auch tatsächlich gestörte Habitate, also teilweise sogar auf Plantagen und so, kann man diese Art in relativ großer Zahl finden. Was bei anderen Arten aus der Gattung allerdings nicht so der Fall ist. Also diese Art ist tatsächlich ein Generalist. Das sieht man auch daran, dass diverse Arten von Dung angenommen werden als Nahrung und ja, vor allem für die Larven. Da gibt es jetzt nicht irgendeine Spezialisierung auf eine spezielle Art von Dung. Man kann sie das ganze Jahr über finden und sie sind tagaktiv mit einem Peak der Aktivität so vom späten Morgen bis frühen Nachmittag. Die Paarung findet dann teilweise direkt am Kot statt, noch bevor eben diese Bälle gerollt werden, beziehungsweise bevor der Kot eingebuddelt wird. Die Paarung findet statt, dann wird der Kot präpariert und dann eingebuddelt, wo dann das Weibchen Eier legt. Und das Männchen bewacht dann eben diesen Eingang zum Nest vor anderen Männchen. Manchmal gehen sie sogar auch an Aas, aber sie sind wirklich größtenteils am Dung zu finden. Na gut, das sind meine ersten richtigen Mistkäfer, die ich so präpariere. Und ja, die haben echt ziemlich kurze Beine. Auffällig ist, dass hier beim vorderen Beinpaar dieser Tarsus quasi nur zu einem einzelnen Glied verschmolzen ist, während sie an den anderen beiden Beinpaaren ganz normal ausgebildet sind. Das ist auch beim Männchen hier der Fall und allgemein bei vielen Skarabäiden. Ja, die Beine sind eben recht kurz und wenn die jetzt so nah am Körper sind, dann fände ich es ein bisschen langweilig, jetzt einfach nur eine Nadel durchzustecken. Deswegen, ja, im Gegensatz zu sonst, wo wir größtenteils versuchen, die Beine relativ nah an den Körper zu bringen, damit nicht so viel abbricht, werden wir hier jetzt mal versuchen, die Beine ja, relativ weit vom Körper abzuspreizen, sodass man sie zumindest sieht, wenn der Käfer genadelt ist. Die Fühler sind so kurz, dass man die eigentlich gar nicht wirklich hinter dem Kopf hervorheben kann. Die bleiben quasi die ganze Zeit unten am Kopf dran. Ja, deswegen können wir die gar nicht nach vorne raus präparieren. Ja, mal schauen, wie das so wird. Ich befürchte, die werden relativ hart sein, zumindest sehen sie sehr hart aus. Deswegen hoffe ich mal, dass ich mit der Nadel gut durchkomme. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Den habe ich sehr schief genadelt und sogar durch den Femur hier gestochen. Okay, das werde ich gleich versuchen müssen beim Weibchen anders zu machen. Ja, die Körperform ist echt schwierig zu durchblicken. Ich wollte halt auch nicht zu weit oben ansetzen, damit ich eben hier nicht
durch den Femur steche. Deswegen habe ich was weiter unten angesetzt, aber bin dann doch ziemlich schräg abgerutscht. Naja, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen, dass wir das Bein eben jetzt, da können wir jetzt nur die Tibia von bewegen, aber dann werden wir das andere Bein dementsprechend auch positionieren, dass das dann ähnlich aussieht. Ist gar nicht so schlimm. Okay, weiter geht's. Ja, okay, beim Weibchen hat das Nadeln besser funktioniert, es ist gerade durchgegangen und ich habe nicht durch ein Bein gestochen. Deswegen konnte ich das Weibchen auch eher in der Pose präparieren, wie ich das Männchen eigentlich auch präparieren wollte. Da sind wir jetzt halt gezwungen worden durch meinen Fehler da, dass wir die Beine hier jetzt nicht auch so rundlich nach hinten positionieren können, sondern mussten es so machen, da das eine Bein ja jetzt feststeht wegen der Nadel. An sich eine relativ schnelle und einfache Präparation. Wie ihr seht, brauchte ich auch ziemlich wenig Nadeln, zumindest beim Männchen. Könnte öfter so sein, aber bei den Lucaniden zum Beispiel, die ja in meiner Hauptgruppe sind, da braucht man dann doch oft deutlich mehr Nadeln, da die Gliedmaßen länger sind und man dann eben mehr auf die Symmetrie achten muss. Ja, okay, ich würde sagen, wir lassen die jetzt trocknen. Ihr seht, das Weibchen läuft gut aus. Hat sich gut vollgesogen mit Wasser beim Aufweichen. Heißt, wir lassen die jetzt erstmal gut ein paar Tage trocknen. Wir sehen uns dann beim Abnadeln wieder. Bis dann. Okay, die Käfer haben jetzt eine Woche lang getrocknet und wir könnten sie jetzt langsam mal abnadeln. Fangen wir einfach an. Ja, okay, Mist. Ihr habt jetzt gesehen, dass beim Männchen gerade hinten der Prätarsus abgebrochen ist, weil die Nadel sich hier in diesem ausgelaufenen Zeug verkrustet hat und sehr schwer rauszuziehen war. Und beim Rausziehen ist sie dann so rausgeflutscht, dass sie gegen die Tarse geklatscht ist. Jetzt ist ab. Das werden wir, oder ich werde das nachher, wenn das Video zu Ende ist, dann in Ruhe kleben. Ja, aber an sich echt eine wunderschöne Art aus der Familie der Scarabeidae, Unterfamilie Scarabeidae. Die ersten, die wir hier aus dieser Unterfamilie präparieren. Wir hatten schon Rutilinae und Cetoninae und Dynastinae aus der Familie der Scarabeidae. Anfangs habe ich gesagt, das sind die ersten Scarabeidae. Das ist falsch, das sind die ersten Scarabeidae. Okay. Ja, ich denke, ich habe aber schon alles gesagt, was ich über die Art weiß. Wenn ihr euch, wie gesagt, weiter mit dieser Art bzw. der Gattung Oxysternon auseinandersetzen wollt, dann klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und schaut euch mal die Revision dort an. Und dann danke ich fürs Zusehen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.